Der Gerichtssaal war überfüllt, und eine angespannte Atmosphäre lag in der Luft. Die Leute flüsterten miteinander, aber jeder Blick war auf eine Figur gerichtet, eine junge schwarze Frau, die vor dem Richter stand. Sie wirkte ruhig und gefasst, ihre Haltung war aufrecht und ihr Gesichtsausdruck blieb undurchdringlich. Trotz dessen konnte man den unsichtbaren Druck spüren, der von den Anwesenden ausging. Im Saal herrschte offensichtlich eine voreingenommene Haltung. Jemand betrachtete sie mit Neugier, jemand mit Verwirrung und wieder jemand mit offenem Skeptizismus. Der Richter, ein älterer Mann mit grauen Haaren, lehnte sich träge zurück und warf der Frau einen prüfenden Blick zu. In seinen Augen las man eine Mischung aus gereizter Geduld und Verachtung, und die Ecken seines Mundes verzogen sich zu einem kaum merklichen Lächeln. Es schien, als hätte er bereits seine Schlüsse gezogen und hegte keinen Zweifel daran, wie der Ausgang dieser Anhörung sein würde. Sein ganzes Verhalten sprach dafür, dass er vor ihm nur eine weitere Angeklagte sah, einen weiteren unbedeutenden Fall, der seine Zeit nicht wert war. Die Anklagen klangen ernst: unbefugtes Eindringen, Betrug. Niemand erwartete, dass sie auf einen Anwalt verzichten und sich selbst verteidigen würde. Leichte Verwirrung wich leisen Spott unter den Anwesenden. Der Richter schüttelte skeptisch den Kopf und verbarg kaum seine Verachtung. Doch alles änderte sich, als die Frau, ohne zu zögern, ein Dokument aus ihrer Mappe zog und es allen zeigte. Es war ein Eigentumsnachweis, der Beweis, dass sie die Eigentümerin des Gebäudes war, wegen dem sie angeklagt wurde. Der Saal versank in gespenstische Stille. Der Richter erbleichte, nahm die Papiere und begann sie zu studieren. Seine Augen weiteten sich, er sah abwechselnd auf das Dokument und auf die Frau, offensichtlich erschüttert. Der gesamte Fall brach in einem Augenblick zusammen. Es stellte sich heraus, dass die Angeklagte die Gründerin und Geschäftsführerin eines großen Unternehmens war und die gesamte Situation das Ergebnis eines Fehlers und von Vorurteilen war. Nun stand nicht mehr sie unter dem verurteilenden Blick, sondern der Richter selbst. Erstaunte Gesichter der Juristen, schwere Stille im Saal, Verwirrung in den Bewegungen des Mannes, der noch eine Minute zuvor von seiner Überlegenheit überzeugt war. Die Frau sagte kein Wort, ihre Dokumente und die bloße Tatsache ihrer Anwesenheit in diesem Saal sprachen eloquenter als jede Rede. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.